Morgens gegen 6 ist meistens die Ruhe hier auf dem Parkplatz vorbei. Dann geht das Fliegen los beim Flughafen Düsseldorf und starten und landen. Und die Flugzeuge überfliegen hier den Parkplatz. Aber das kennen wir alles und leben wir auch mit. Jetzt geht's weiter mit meinem Video zur Messe hier in Düsseldorf. Herzlich willkommen dazu. Wir fangen diesmal im Außenbereich an. Wir haben von unseren Kindern und Enkelkindern den Auftrag bekommen, uns mal umzuschauen nach Club-E-Bikes für unser Familienwohnmobil. Und da schauen wir hier bei diesem Stand mal, was es dort alles so gibt. Wir sind natürlich mit unseren Fahrrädern, die wir jetzt fahren, zufrieden. Aber beim Pepper, da sollen es ja auch leichtere Fahrräder sein. Und vor allen Dingen soll der Preis auch stimmen. So machen wir erstmal eine Probefahrt, um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, ob uns diese Fahrräder gefallen. Es gibt hier extra einen abgesperrten Parcours, wo man Probefahrten mit den Fahrrädern machen kann. Wir kennen dieses Unternehmen, es kommt aus den Niederlanden. Wir haben vor vielen Jahren schon bei diesem Unternehmen, da hieß es noch Schinga, Fahrräder gekauft und auch einige Jahre gefahren. Jetzt gibt es natürlich neue Produkte und da müssen wir jetzt mal schauen, wie und ob sie uns gefallen, beziehungsweise unsere Kinder und Enkelkinder müssen sie ja auch gefallen. Und nicht so tief. Nie so tief. So? Gut. Sie weiß, wie das funktioniert? Nee, habe ich alle nicht. Die Unterstützung, höher Ja. und weniger. Und das sind die Gange. Muss man treten Ja. und schalten gleich. Ja. Diese Fahrräder sind natürlich erheblich leichter als unsere und wiegen ca. 18, 19 Kilo und sind natürlich vom Preis her auch interessant mit 1.500 € hier auf der Messe und der Normalpreis liegt bei 1.800 und etwas mehr. Also vielleicht für einen oder anderen interessant. Oh, der Sattel muss höher. Ja, warum nicht? Also das ist erheblich leichter als ja, ne? Wie viel Leistung hat der? Wir haben mit 500 Watt Batterie. Ja. Das ist für 70, 80 Kilometer und wir haben 700 Watt Batterie. Oh, ja. Das ist bis 120 Kilometer. Ja, gut, das reicht. Normal, das reicht. Ja, okay. Ja, und der hat ja auch wir konnten uns jetzt nicht zu einem Kauf entscheiden, einen Spontankauf, müssen das Ganze auch nochmal mit den Kindern besprechen und dann schauen wir mal weiter. Ja, das funktioniert. Ja. Nee, wunderbar. Dann Die haben schon anderes Gewicht. ja. Ja. Es gibt hier auch noch andere Hersteller, die hier ausstellen, Wohnmobile. Viele werden dieses Fabrikat auch kennen. Ist natürlich eine andere Preisklasse. Hier zahlt man dann mehr als 5.000 € für ein Fahrrad. Für alle, die nicht mehr mit dem Zweirad zurechtkommen, für die wird hier auch was angeboten und das Ganze auf 4 Rädern, auch akkubetrieben. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Gehen wir mal wieder rein und schauen mal zum Stand von Landjachting. Das ist eine Zeitschrift, die sich auch mit Wohnmobilstellplätzen und Campingplätzen beschäftigt. Hier kann man sich Informationen holen für eine Reise, so zum Beispiel nach Spanien hin. Hin und wieder kaufen wir auch diese Zeitschrift, um uns Anregungen zu holen, wo wir in Spanien noch hinfahren können, wo wir noch nicht waren. Die Zeitschrift ist so ein bisschen wie so ein Stellplatzführer in Papierform. Hier gibt es Informationen über die Größe der Plätze, Koordinaten, welche Restaurants in der Nähe sind und einiges mehr. Also auch mit Security und da kann man auch übernachten, wenn man eben nur 1-2 Tage nach Valencia ziehen möchte, auch mit Strom. Fand man super, Bushaltestelle ist direkt am Platz und dann gibt es eben auch noch ganz neu. Es gibt auch Reiseführer von Landjachting. Wer sich für sowas interessiert, muss einfach mal im Internet schauen. Da gibt es da einiges an Informationen dazu. Und die haben eben bis auf 2 Wochen ganzjährig auf, was ich auch super finde. Oder er wollte vielleicht testen, ob es vielleicht ganzjährig auflässt, je nachdem wie viel Landjachting-Kunden jetzt kommen. Ja. Ich unterhalte mich natürlich auch immer gerne mal wieder mit Ausstellern, weil man dann doch schon mal das eine oder andere erfährt. Und schön ist es natürlich, wenn man sich auch kennt.
Wir stehen hier auf dem Stand der Firma Marine Caravaning, ist das richtig? Ja, ist eigentlich nicht so ganz richtig. Genau, Ja. wir stehen auf dem Stand in Halle 16 von der Carthago-Gruppe. Wir stehen ganz genau gerade bei Carthago. Und wir von Marine Caravaning sind einer der Händler, die sich natürlich hier bei Carthago gerne am Stand zeigen, um eben hier Frage und Antwort zu stehen, wie dir jetzt zum Beispiel. Das hast du super gut erklärt. Dankeschön. Das ist Andreas Marine und Marco Marine. Genau. Also der Sohn. Ja, Junior. der Junior, ganz genau. Also vielen wahrscheinlich bekannt durch die vielen YouTube-Filme, die ihr schon gemacht habt und eben erfahrene Carthago-Händler seid. Ja, jetzt möchte ich mal von euch beiden so ein bisschen, ja, so ein Resümee vielleicht von der Messe hören. Die Messe ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben heute Donnerstag, aber wie schätzt ihr die Lage so ein? Also Halbzeit ist ja rum, ne? Ja. Halbzeit war jetzt am Mittwoch gewesen. Also grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, der Caravansalon Düsseldorf dieses Jahr ist von den Ausstellern her der größte Caravansalon Düsseldorf, den es je gegeben hat. Ja? Über 700 sind es. 720 ist so eine Zahl, die ich mal gehört habe. So viele Aussteller waren noch nie am Caravansalon. Besucherzahlen ist das, was ich so gehört habe. Das habe ich natürlich nicht aus erster Reihe gehört. Ich weiß nicht, ob du schon andere Interviews geführt hast. Die Besucherzahlen sind auch auf Vorjahresniveau. Bedeutet für mich ganz klares Signal, dass das Interesse an, ich sag mal, mobilem Reisen, an dem, was wir hier verkaufen und verkörpern mit unseren Produkten, nach wie vor ungebrochen ist. Ja? Was wir allerdings auch feststellen, ist, dass die Kunden, ich sag mal, etwas bedachter an die Sache herangehen. Ne? Diese Euphorie in 21, 22, ich brauche dringend ein Wohnmobil, die hat sich ein bisschen gelegt. Wo ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass Verkaufszahlen rückläufig sind, aber ich sag mal, man geht bedachter dran. Es ist ja nun mal auch wieder ein Käufermarkt, das muss man schon mal so sagen. Ja, jetzt vielleicht zu den Preisen so ein bisschen was. Man hört ja allgemein, die Preise sind stark gefallen, was ich so nicht erkennen konnte. Was sagt ihr dazu? Also Preise gefallen, wenn du sagst, ich kann das nicht erkennen, gehe ich davon aus, dass du die Herstellerpreise meinst, sprich, was steht draußen an den Schildchen. Ja. Genau, da bin ich bei dir. Das kann ich auch in der Tat nicht erkennen. Was ich aber wohl erkennen kann, ist, dass wenn man so über die Messe läuft, ich denke mal aber trotz alledem, dass du schon mehr unterwegs warst wie ich. Ich mache das jetzt immer am letzten Sonntag, aber das, was ich so gesehen habe und auch von den, ich sag mal, Interessenten höre, die zu unserem Stand kommen, dass jetzt einige zum Listenpreis eben auch mit Rabatten werben. Ja? Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kommt so ein Rabatt zustande? Ist es ein ganz klares Wegstreichen, ich sage jetzt mal von der Summe, oder ist es, dass dieser Rabatt in einem tollen Paket inkludiert ist und der Rabatt sich darüber darstellt? Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, weil ich noch nicht rund gelaufen bin. Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir haben jetzt hier wieder die Möglichkeit, eben auch gerade Bestandsware, weil der Handel hat nun mal noch Bestand, da gibt es auch mehrere Gründe für, diese Fahrzeuge zu attraktiven Preisen anzubieten. Also ich sag mal für einen Kunden, für einen Interessenten, wenn man jetzt ein Fahrzeugmodell, ich sag jetzt mal favorisiert hat, was es 24 gab und auch 25 logischerweise noch gibt und jetzt nicht extreme Modellmodifikationen da waren, würde ich mich im Moment als Kunde auch im Bestand umschauen. Was steht im Handel an 24er, an Vorjahresmodellen? Das sind ja keine alten Autos, das sind ja auch alles Neufahrzeuge, um da eben, ich sag mal, einen günstigeren Preis zu bekommen. So muss man das sagen. Ja, also ich habe mit einigen gesprochen hier auf der Messe und bei einigen ist es recht ruhig, hat man mir erzählt. Die haben in den Vorjahren erheblich bessere Geschäfte gemacht. Und, aber es ist sehr unterschiedlich, wenn man in Bereiche kommt, Zubehör, da tanzt der Bär, hätte ich beinahe gesagt. Da war richtig was los. Wo auch natürlich viel los war oder ist am Stand der chinesischen Hersteller. Haben wir uns auch angeguckt. Und, aber gut, alles schwer einzuschätzen. Es ist aber eben viel Publikum da, um sich das Ganze anzusehen. Jetzt sprichst du gerade die Chinesen an. Ja. Ja? Du hast sie dir auch schon angeguckt. Ja. Gut, okay. Was ist denn dein Eindruck? Weil ich weiß ja, letztes Jahr habe ich dich auf dem Vario-Stand interviewt. Dieses Jahr drehen wir ein Spielchen rum. Du interviewst mich auf dem Carthago-Stand. Aber die Frage möchte ich mal in die Richtung werfen. Du warst bei den chinesischen Fahrzeugherstellern. Wie denkst du über diese Produkte und was ist dein Eindruck? Ja, wir waren nicht drin. Der Andrang war einfach so groß, dass wir da gar nicht Lust hatten, so lange anzustehen, bis wir da rein können. Aber wir haben nur von außen geguckt und natürlich ist es so schwer einzuschätzen, die ganze Geschichte.
man muss ja denken, wenn du so ein Auto kaufst, geschenkt kriegst du es ja auch nicht, dann musst du eben auch daran denken, dass du einen Service brauchst und. So, und dann weiß man ja nicht, wie lange dieser Hersteller in China weitermacht. Vielleicht gibt er irgendwann auf, dann hast du ein Auto, was nachher unverkäuflich ist. Wenn das ein Auto wäre für 50.000, dann wäre das vielleicht kein Problem. Aber wenn man da vielleicht 200.000, 300.000 oder mehr ausgibt, dann will man ja schon irgendwo eine gewisse Sicherheit haben. So würde es mir gehen. Aber gut, optisch alles ordentlich aus und haben natürlich einzelne Dinge drin, die auch interessant sind. Genau, also ich habe auch eine Meinung zu den Chinesen, aber ich würde vielleicht den Marco jetzt mal fragen, wie betrachtest du diese chinesische, ich nenne mal Marktmitbegleiter, wie betrachtest du die, wie siehst du die, wie erkennst du die? Also ich war gestern, muss ich zugeben, mal ganz kurz da, gestern kurz vor Feierabend. Ich war auch nicht im Fahrzeug drin, genau wie du sagtest, der Andrang ist schon groß. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich glaube, die haben einige Innovationen, die man für gut befinden kann. Allerdings, wie du eben sagtest, das ist ein Hersteller, der kommt immer von weit weg. Und die Autos sind auch nicht preiswert. Es war jetzt ein relativ kleines Fahrzeug auf dem Stand, wo ich da war. Und der lag auch so zwischen 150.000 und 160.000 Euro. Finde ich schon relativ viel Geld. Und da ist eben dann die Frage, naja, es ist wirklich viel Geld, aber eben bei einem Hersteller, wo man jetzt keinen Bezugspunkt hat. Also da gibt es keine Fachwerkstätten oder sonst was zu. Und es sind eben auch teilweise andere Komponenten da verbaut als jetzt, ich sag mal, die gängigen Komponenten. Ja, da schließe ich mich komplett an. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde es gut, dass die da sind. Ich bin wirklich froh, dass die da sind, weil die bringen schon auch mal eine ganze Ecke Innovation, haben auch noch mal eine andere Betrachtungsweise auf diesen Markt. Da sind wir ja in den europäischen Hersteller, ist es, ich sag mal, sehr eingegrenzt an der Stelle. Und ich sag mal, ich fahre jetzt auch ein elektrisches Auto, aber ich fahre kein chinesisches Fahrzeug. Habe mir natürlich auch chinesische Fahrzeuge angeschaut, bevor ich mir mein deutsches Elektroauto zugelegt habe. Da muss man sagen, da sind die schon sehr innovativ und auch an vielen Ecken uns vielleicht einen Tacken voraus. Das setzt natürlich den europäischen Produktionsmarkt, die Hersteller schon so ein bisschen unter Druck. Und das finde ich gut, dass vielleicht, und ich hoffe, dass die Hersteller, natürlich insbesondere Carthago, da auch dann wach werden oder wach sind und genau auf diese Innovationen reagieren und dass wir von diesen Produkten viel in unseren Fahrzeugen in einer kurzen Zeit wiederfinden. Nee, das ist auch so, das kann ich widerspiegeln. Also es ist schon so, dass man auch gerade hier in der Carthago-Welt sich den Markt immer sehr genau anschaut. Ich sage mal, es gibt so einen Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also von daher, ich denke, das ist ein Innovationsansporn, auch mal andere Technologien zu sehen. Ja, ihr beiden, ich danke euch für eure Ausführungen. War wieder mal interessant, mit euch zu sprechen. Wünsche euch noch weiterhin einen schönen Messeverlauf und Dankeschön. Gute Geschäfte. Danke. Und ja, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ne? Dir auch und viel Spaß noch auf der Messe. Du hast heute einen letzten Messetag. Richtig. Wir halten noch bis Sonntag durch und von daher kommt vorbei. Wir freuen euch auf euren Besuch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Dann waren wir noch auf dem Stand der Firma Tenhaft. Oyster kennen auch wahrscheinlich viele. Hier gibt es einen neuen Antenne für LTE und WLAN. Und zwar mit dem Namen Axis. Ist ähnlich wie Oyster Connect. Habe ich ja auf dem Dach. Nur eine neuere Version. Wer sich dafür interessiert, findet man alle Informationen auch im Internet dazu. Ja, das war unser zweiter Messetag. Der wurde dann so gegen 15 Uhr beendet, denn wir wollen an diesem Tag noch weiterfahren. Und zwar geht es ja für uns Richtung Kroatien und da wollen wir noch am Nachmittag den Stellplatz P1 oder Parkplatz P1 verlassen. Wenn man dann zurückkommt von der Messe hier auf den P1, dann sieht man, die Plätze haben sich geleert. Es ist Platz gemacht worden für neue Besucher, die dann meistens am Abend hier wieder anreisen. Ja, das waren unsere 2 Tage Messe hier in Düsseldorf. Es war informativ für uns, aber ob wir das jedes Jahr brauchen, das steht in den Sternen. Ich denke, im nächsten Jahr werden wir mal ausfallen lassen, die Messe, und dann fahren wir mal wieder hin. Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.